Die Studentin ging in ihr Zimmer, um schlafen zu gehen. Wenige Minuten später brach dort ein Feuer aus. Als die Rettungskräfte am Ort des Geschehens eintrafen, fielen ihnen sofort zahlreiche Ungereimtheiten auf, woraufhin die Polizei eingeschaltet wurde. Die Ermittler stießen auf eine Reihe beunruhigender Zeugenaussagen und Indizien, die ein düsteres Bild zeichneten. Schließlich gelang es ihnen, die verworrene und unerwartete Wahrheit aufzudecken, die alle bis ins Mark erschütterte. Andrea Del Vesco wurde am 29. Juni 1994 in Chicago, Illinois geboren. Sie hatte einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester sowie Eltern, denen Andrea sehr nahe stand. Ihre Familie war auch sehr wohlhabend, da ihr Vater eine Investmentgesellschaft besaß. Nach der Geburt ihrer jüngsten Tochter zogen sie nach Austin, Texas, wo Andrea eine renommierte christliche Schule besuchte. Dort zeichnete sie sich durch ihre sportlichen Leistungen in den Hockey- und Lacrosse-Teams aus und gewann zahlreiche Auszeichnungen für das Erlernen verschiedener Sprachen, darunter Spanisch und Latein. Nach ihrem Schulabschluss bewarb sich Andrea an mehreren renommierten Colleges und entschied sich schließlich für die University of California in Los Angeles, wo sie einen Abschluss in Psychologie und Spanisch anstrebte. Andrea mochte diese Sprache sehr und dachte ernsthaft darüber nach, eines Tages in ein spanischsprachiges Land zu ziehen. Ihre Eltern hofften bis zuletzt, dass sie sich für die Universität in Chicago entscheiden würde, da ihr älterer Bruder dort studierte und so auf sie aufpassen könnte. Letztendlich unterstützten sie jedoch die Entscheidung ihrer Tochter und sie zog nach Kalifornien. In der ersten Studienwoche trat sie einer Studentenverbindung bei und freundete sich schnell mit anderen Studentinnen an. Andrea zog mit ihnen in ein Studentenwohnheim und arbeitete in den folgenden Jahren fleißig daran, ihre Abschlüsse zu machen. Die junge Frau versuchte auch in ihrer Freizeit neben dem Studium Geld zu verdienen, obwohl ihre Familie sie mit allem Notwendigen versorgen konnte. Im Jahr 2015, als Andrea 21 Jahre alt war, wechselte sie in den 4. Studiengang. Nach den Regeln der Universität konnten Studentenverbindungen in den letzten Studienjahren kleine Wohnkomplexe in der Nähe des Campus mieten, was als sehr prestigeträchtige Errungenschaft und Möglichkeit galt, unabhängig außerhalb des Wohnheims zu leben. Andrea und ihre Freundinnen aus der Verbindung beschlossen, davon Gebrauch zu machen und mieteten einen kleinen Komplex, der nur wenige Gehminuten von der Universität entfernt lag. Kurz zuvor hatte Andrea auch einen Chihuahua aus dem Tierheim geholt und begann daraufhin, dem Tierheim regelmäßig als Freiwillige zu helfen. Der September dieses Jahres war ein wichtiger Monat für ihre Studentinnenverbindung, da sie neue Mitglieder aus den Reihen der Erstsemesterinnen auswählen mussten, und Andrea und ihre Freundinnen bereiteten sich aktiv auf den Beginn dieser Veranstaltung vor. Am 20. September verbrachten sie den ganzen Abend damit, Stände vorzubereiten, Plakate, Dekorationen und andere Dinge zu basteln, die für die Auswahl benötigt wurden. Gegen Abend begannen die Studentinnen, sich nach und nach in ihre Zimmer zurückzuziehen. Andrea blieb mit ihrer Freundin dort und sie saßen bis etwa 3:30 im Wohnzimmer. Danach schlief Andrea auf dem Sofa ein, wachte aber nach einer Weile auf und ging in ihr Zimmer. Ein paar Stunden später wachte ihre Nachbarin, die eine Etage höher wohnte, durch einen weiblichen Schrei und Hundegebell auf. Sie hatte den Eindruck, dass der Lärm von unten kam und versuchte Andrea anzurufen, aber diese ging nicht ans Telefon. Sofort danach beschloss die Frau, die Polizei zu rufen, und die Beamten trafen wenige Minuten später ein. Als sie das Wohngebäude betraten, war kein Lärm mehr zu hören. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten, fanden jedoch keine Einbruchsspuren oder etwas Verdächtiges. Da die anderen Studentinnen noch schliefen, beschlossen die Polizisten, nicht jedes Zimmer zu betreten. Sie dachten, dass Andrea einfach einen Albtraum gehabt hatte oder dass der Lärm nichts Verdächtiges darstellte, und fuhren wieder weg. Einige Minuten später hörte Andreas Nachbarin erneut ein Krachen aus der Etage unter ihr und rannte auf ihren Balkon. Als erstes sah sie Rauch aus dem Zimmer unter ihr aufsteigen und die Flammen lodern. Dann sah sie einen Mann, der in eine Decke gewickelt aus Andreas Zimmer rannte. Zur gleichen Zeit löste der Feueralarm aus und die Studentinnen begannen, auf die Straße zu laufen. Eine von ihnen versuchte, in Andreas Zimmer zu gehen, aber die Tür war verschlossen. Das war seltsam, da die Studentinnen ihre Türen nie abschlossen. Zusammen mit den anderen Studentinnen gelang es ihnen, die Tür mit einem Ersatzschlüssel zu öffnen. Andreas Zimmer war von Flammen und Rauch erfüllt, so dass es für die Freundinnen schwierig war, etwas zu erkennen. Dennoch bemerkten sie eine regungslose Silhouette auf dem Bett und begannen, Andreas Namen zu rufen,
aber es kam keine Antwort. Schließlich mussten sie den Raum verlassen, da inzwischen die Feuerwehr eingetroffen war. Während diese den Brand bekämpfte, standen die Studentinnen auf der Straße und alle begriffen schnell, dass Andrea nicht unter ihnen war. Das Feuer breitete sich schnell im Wohnkomplex aus und die 32 Feuerwehrleute brauchten mehr als 15 Minuten, um es zu löschen. Sobald sie den Brand bekämpft hatten und Andreas Zimmer betraten, sahen sie einen menschlichen Körper auf dem Bett liegen, woraufhin sofort die Polizei hinzugezogen wurde. Aufgrund der Brandspuren war es unmöglich, die Leiche anhand ihrer äußeren Merkmale zu identifizieren, sodass sie an medizinische Experten übergeben wurde. Die Ermittler erfuhren jedoch schnell von anderen Studentinnen, dass es sich um Andreas Zimmer handelte und dass sie die einzige war, die nicht mit den anderen Studentinnen auf die Straße gegangen war. Außerdem fanden die Feuerwehrleute in ihrem Zimmer ihren Hund, der noch lebte, und brachten ihn in eine Tierklinik. Obwohl die medizinischen Experten Zeit brauchten, um die Identität der Verstorbenen zu bestätigen, verbreitete sich die Nachricht von diesem Vorfall sofort unter Tausenden von Studenten ihrer Universität. Und schon bald wurde die Theorie über Andreas Tod auf dem gesamten Campus diskutiert. Zu diesem Zeitpunkt gingen die Studenten davon aus, dass es sich um einen Unfall handelte, beispielsweise um einen Kurzschluss oder einen zufälligen Brand, der durch eine brennende Kerze ausgelöst worden war. Die Feuerwehrleute bezweifelten jedoch schnell, dass das Feuer zufällig ausgebrochen war. Sie stellten fest, dass alle Steckdosen in Ordnung waren und es keine offensichtlichen Brandquellen im Zimmer gab. Dennoch fiel ihnen noch etwas anderes auf. Neben der Leiche auf dem Bett stand ein Mülleimer, was bereits verdächtig aussah. Bei einer genaueren Untersuchung kamen sie zu dem Schluss, dass genau dieser Mülleimer die Ursache für den Brand gewesen sein könnte, was bedeutete, dass jemand ihn auf das Bett gestellt und angezündet hatte. Natürlich war es äußerst schwer vorstellbar, dass das Opfer dies selbst getan hatte, weshalb die Feuerwehrleute ihre Beobachtungen der Polizei mitteilten. Danach untersuchten Kriminaltechniker den Raum und fanden zahlreiche Blutspuren auf dem Bett und dem Boden. Dies widersprach ebenfalls der Version eines Todes durch einen zufälligen Brand, da in diesem Fall überhaupt keine Blutflecken vorhanden gewesen wären. In der Zwischenzeit versuchten medizinische Experten, die Identität der Verstorbenen festzustellen. Das Feuer hatte jedoch sogar ihre Fingerabdrücke zerstört. Letztendlich gelang es ihnen jedoch anhand der Zahnkarte zu bestätigen, dass es sich um Andrea handelte. Sie fanden 19 Messerstiche an ihrem Körper, was die Version eines Unfalls endgültig ausschloss. In den Lungen der jungen Frau befand sich kein Rauch, was darauf hindeutete, dass der Tod vor Ausbruch des Feuers eingetreten war. Trotz alledem fanden die Experten keine eindeutigen Spuren von Misshandlung, obwohl es aufgrund des Ausmaßes der Verbrennungen des Körpers durch das Feuer praktisch unmöglich war, dies mit Sicherheit festzustellen. Dennoch fanden sie keine biologischen Spuren des Täters. Schließlich wurde der Fall in eine Mordermittlung umgewandelt und die Polizei begann, alle Studentinnen zu befragen, die in diesem Wohnkomplex lebten. Sie fanden heraus, dass Andrea keinen Freund hatte und mit niemandem in Konflikt stand. Eine der Studentinnen, die vor dem Brand die Polizei gerufen hatte, erzählte, dass sie in dieser Nacht ihren Freund zum Flughafen gebracht hatte und gegen 12:30 nach Hause zurückgekehrt war. Sie betrat den Innenhof des Hauses, von wo aus eine Treppe zu ihrem Zimmer führte, ging nach oben und wollte gerade die Tür öffnen, als sie plötzlich hinter sich ein Geräusch hörte. Als sie sich umdrehte, sah sie unten an der Treppe einen Mann, der sofort weglief. Die Studentin erschrak und ging sofort in ihr Zimmer. Sie beschloss jedoch, nicht die Polizei zu rufen. Schließlich nahm sie an, dass es sich um den Freund einer ihrer Nachbarinnen oder einfach um einen anderen Studenten handelte. Sie konnte sein Gesicht nicht erkennen, aber sie merkte sich seine Kleidung. Der Mann trug eine schwarze Mütze, ein dunkles T-Shirt und Jeans. Die Studentin rief ihren Freund an und erzählte ihm davon, woraufhin er sie beruhigte und sie sich schlafen legte. Doch schon 45 Minuten später wachte Andrea durch Geräusche aus dem Erdgeschoss auf und rief die Polizei. Sobald die Beamten weg waren, hörte sie erneut Geräusche und ging auf den Balkon, wo sie einen Mann sah, der aus Andreas Balkon stieg und in eine rote Decke gewickelt war. Die Studentin erkannte sofort, dass es sich um denselben Mann handelte, den sie weniger als eine Stunde zuvor in der Nähe der Treppe gesehen hatte, und begann ihm hinterher zu schreien, aber er rannte davon. Dann ging sie auf die Straße, in der Hoffnung zu sehen, wohin er gegangen war. Zu diesem Zeitpunkt war der Mann jedoch bereits verschwunden. Dennoch sah sie einen roten Nissan,
der in die entgegengesetzte Richtung fuhr, und nahm an, dass er am Steuer saß. Die Studentin konnte sich das Kennzeichen des Autos nicht merken, aber sie sah etwas anderes. Auf der Heckscheibe waren 3 große Buchstaben aufgeklebt, die sie sofort erkannte. Es war die Abkürzung einer Studentenverbindung namens Lambda Chi Alpha. Die Polizei interessierte sich für diesen Hinweis, ging jedoch davon aus, dass das Auto möglicherweise nichts mit diesem Verbrechen zu tun hatte. Das Problem war, dass diese Gegend bei Studenten sehr beliebt war und sie dort ständig große Partys veranstalteten. Aus diesem Grund schlossen die Ermittler nicht aus, dass am Steuer ein gewöhnlicher Student gesessen haben könnte, der von einer dieser Partys kam. Trotzdem befragten die Ermittler alle Mitglieder dieser Verbindung, deren Abkürzung auf dem verdächtigen Auto stand. Keiner von ihnen wusste jedoch, wem der rote Nissan gehörte. Die Ermittler sprachen auch mit anderen Studenten, die gegenüber von Andreas' Wohnanlage wohnten. Sie erzählten, dass sie in derselben Nacht, in der der Mord stattfand, ausgeraubt worden waren. Nach Angaben der Studenten hatten sie an diesem Abend eine Party veranstaltet und am nächsten Morgen festgestellt, dass ihr Laptop, ihre Bluetooth-Lautsprecher und einige andere Dinge verschwunden waren. Die Ermittler interessierten sich für diese Information und erfuhren ein wichtiges Detail. Um den gestohlenen Lautsprecher nutzen zu können, musste sich der Nutzer zunächst auf der Website des Herstellers registrieren, weshalb sie sich sofort mit dem Unternehmen in Verbindung setzten. Die Polizisten gaben ihnen die Seriennummer des gestohlenen Modells und baten sie, sofort Bescheid zu geben, sobald jemand versuchen würde, es einzuschalten. Während sie auf den Anruf warteten, verbreitete sich die Nachricht von Andreas' Mord weit über den Campus ihrer Universität hinaus. Zunächst gaben die Ermittler nicht bekannt, dass es sich um einen Mord handelte, und die Menschen dachten, dass Andrea bei einem Unfall ums Leben gekommen war. Selbst ihre Familie wusste nicht die ganze Wahrheit und musste die Details von Andreas' Nachbarinnen erfahren. Zu diesem Zeitpunkt waren sie bereits nach Los Angeles geflogen, und die Mutter der Studentin verlangte, ihr die Leiche ihrer Tochter zu zeigen, da sie ihren Tod nicht ganz glauben konnte. Was Andreas' Hund betraf, so versuchten die Ärzte, ihn zu retten. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Ihre Eltern kamen in die Tierklinik, verabschiedeten sich von ihm und sagten, dass es ihm mit Andrea im Jenseits besser gehen würde. Unterdessen suchten die Ermittler weiter nach dem Fahrer des roten Nissan, konnten jedoch keine Spur von ihm finden. Dies ging mehrere Tage so weiter, bis sie einen Anruf von einem Hersteller von Bluetooth-Lautsprechern erhielten. Das bei den Nachbarn des Opfers gestohlene Modell wurde aktiviert und die Polizei erhielt die IP-Adresse. Sie stellten schnell fest, dass sie einem Mann namens Joseph gehörte, der in Fresno, 3 Autostunden von der Universität entfernt, lebte. Die Polizisten begaben sich sofort zu ihm nach Hause, und Joseph gab zu, dass er den Lautsprecher tatsächlich registriert hatte. Allerdings gehörte er nicht ihm, sondern seinem Nachbarn namens Alberto. Laut Joseph war Alberto vor einigen Tagen nach Los Angeles gefahren, um ein Konzert zu besuchen, und am 22. September, einen Tag nach dem Mord, nach Hause zurückgekehrt. Er habe den Lautsprecher sowie eine Reihe anderer Dinge mitgebracht, darunter Geschirr, ein Handtuch und Flaschen mit Alkohol. Auf die Frage, woher er all diese Dinge habe, erklärte Alberto, dass sein Freund aus Los Angeles an einen neuen Ort gezogen sei und ihm all diese Gegenstände gegeben habe, die er nicht mitgenommen habe. Die Ermittler fanden heraus, dass Alberto ein 22-jähriger Student der Fresno State University war, der keine Vorstrafen hatte. Dennoch blieb der Aufenthaltsort des Mannes unbekannt, und die Polizei brauchte mehrere Tage, um die Adresse des Hauses zu ermitteln, in dem er sich aufhielt. Am 26. September umstellten die Ermittler das Haus, nahmen Alberto fest und brachten ihn zum Verhör. Der Mann erzählte, dass er nach Los Angeles zu einem Freund gekommen war, der in der Nähe der Universität wohnte, und dass sie zusammen ein Konzert besucht hatten, danach mehrere Tage lang verschiedene Partys besucht hatten und er dann nach Hause gefahren war. Einer der Ermittler fragte ihn nach der Lautsprecherbox, worauf Alberto antwortete, dass er nicht wisse, wovon die Rede sei. Die Ermittler gaben ihm weitere Informationen und erzählten ihm, dass sie die gestohlene Lautsprecherbox im Haus seines Nachbarn gefunden hätten, woraufhin der Mann sofort seine Aussage änderte. Jetzt behauptete er, dass sein Freund aus Los Angeles die Lautsprecherbox mitgebracht habe, als er ihn zurück nach Fresno fuhr. Aber auch hier fanden die Ermittler eine Unstimmigkeit. Laut Albertos Nachbar habe er gesehen, wie der Mann allein angekommen sei und alle Sachen, einschließlich der Lautsprecher, in die Garage gebracht habe. Daraufhin änderte er erneut seine Aussage und gab zu,
dass er sie tatsächlich gestohlen hatte. Alberto sagte, dass sie in dieser Nacht auf einer Party bei einigen Studenten waren, die sich ziemlich unverschämt benahmen. Da beschloss er, ihnen eine Lektion zu erteilen und stahl Lautsprecher, einen Laptop und andere Sachen aus ihrem Haus. Zu seiner Verteidigung fügte der Mann hinzu, dass er stark betrunken war und daher nicht bei klarem Verstand handelte. Der Mann fügte hinzu, dass er und sein Freund die Party gegen 1:30 Uhr morgens verlassen hätten. Doch sobald sie das Haus verlassen hatten, sei ein Mann auf sie zugekommen, der sich hinter einem Müllcontainer versteckt hatte, eine Pistole gezogen und verlangt habe, dass sie ihm alle ihre Sachen aushändigen. Sie gehorchten nicht und rannten weg, woraufhin der Unbekannte auf sie schoss. Alberto gab den Ermittlern eine Beschreibung dieses Mannes, die mit dem übereinstimmte, was Andreas Nachbarin gesehen hatte. Natürlich glaubten die Ermittler dieser Geschichte nicht sofort, schon allein deshalb, weil keiner der Nachbarn an diesem Morgen Schüsse gehört hatte. Dennoch befragten sie Alberto weiter und fragten ihn, ob er während seines Aufenthalts in Los Angeles in irgendwelchen Frauenwohnheimen gewesen sei. Der Mann sagte, er habe 2 Studentinnen über einen gemeinsamen Freund kennengelernt, aber sonst mit niemandem Kontakt gehabt. Die Ermittler setzten ihn unter Druck und sagten, sie glaubten seine Geschichte nicht. Auch entschied sich Alberto erneut, seine Aussage zu ändern. Jetzt behauptete er, dass sein Freund Eric während der Party, auf der er die Lautsprecherbox gestohlen hatte, eine junge Frau kennengelernt hatte, die gegenüber wohnte und zu ihr gegangen war. Der Mann sagte, er kenne ihren Namen nicht, gab ihnen aber eine Beschreibung ihres Aussehens, die auf Andrea passte. Dann erzählte Alberto, welche Kleidung sie in dieser Nacht getragen hatte, einschließlich ihrer Unterwäsche, und später fiel ihm sogar ihr Name ein. Die Ermittler wussten, dass der Mann höchstwahrscheinlich log und diese Geschichten spontan erfand, aber sie mussten so viele Details wie möglich aus ihm herausbekommen. Sie baten ihn, sich an so viele Details wie möglich zu erinnern, woraufhin Alberto sich an den Kopf fasste, einige Sekunden lang schwieg und dann sagte, »Okay, es war Eric.« Nach Angaben des Mannes kam Eric wenige Minuten, nachdem er mit der jungen Frau gegangen war, zurückgerannt und wirkte sehr aufgeregt. Er sagte, sie müssten dringend gehen, da er etwas Schlimmes getan habe. Dann fügte Eric hinzu, dass er die junge Frau geschlagen habe, und sie verließen zusammen mit Alberto die Party. Der Mann fügte hinzu, dass Eric auf dem Weg dorthin die Gummihandschuhe, mit denen er das Haus der Studentin verlassen hatte, in einen Mülleimer geworfen habe. Schließlich sagte Alberto, dass er kurz nach der Party die Nachrichten über den Mord an Andrea gesehen habe und verstanden habe, was sein Freund getan hatte. Er schrieb Eric und forderte ihn auf, die Wahrheit zu sagen, woraufhin dieser seine Tat gestand. Die Ermittler zweifelten weiterhin an der Wahrhaftigkeit von Albertos Aussage, aber sie hatten keine andere Wahl, als all diese Informationen zu überprüfen. Sie baten den Mann, ihnen zu zeigen, wo Eric wohnt, und er wies sie auf eine Wohnanlage hin, die nur 5 Gehminuten von Andreas Haus entfernt war. Die Polizisten klopften an die Tür und begannen, Eric Fragen über diese Nacht zu stellen. Er erzählte, dass er und Alberto tatsächlich auf dieser Party gewesen seien, aber er habe nichts Ungewöhnliches bemerkt. Nach Angaben des Mannes seien sie gegen 3 Uhr morgens zu ihm nach Hause zurückgekehrt und Eric sei gegen 8 Uhr morgens aufgewacht. Er fügte hinzu, dass er stark betrunken gewesen sei und sich daher an nichts Besonderes erinnern könne. Die Ermittler versuchten, mehr Informationen aus ihm herauszubekommen, aber Eric blieb bei seiner Aussage. Dann fiel den Polizisten auf, dass es in seiner Wohnanlage überall Überwachungskameras gab, und sie forderten die Aufzeichnungen der Nacht des Mordes an. Auf diesen Aufnahmen sahen sie, wie Alberto und Eric um 2:40 Uhr nachts nach Hause kamen. Hier fiel den Polizisten sofort ein interessantes Detail auf. Einer von ihnen trug eine schwarze Kappe, ein dunkles T-Shirt und Jeans. Genau die Kleidung, die Andreas Nachbarin beschrieben hatte. Und es war nicht Eric, sondern Alberto. Dann sahen die Ermittler, wie die beiden Freunde gegen 4:30 Uhr morgens die Wohnung verließen und nach unten gingen, wo sie weiter tranken, bevor sie aus dem Blickfeld der Kameras verschwanden. Eric und Alberto kehrten erst um 7:11 Uhr morgens zurück, und Alberto trug genau die Decke, in die sich Andreas Nachbarin vor dem flüchtenden Mann gehüllt hatte. Nun hatten die Ermittler fast keine Zweifel mehr an Albertos Beteiligung. Allerdings verstanden sie immer noch nicht, welche Rolle Eric in all diesen Ereignissen gespielt hatte. Sie brachten den Mann zum Verhör und zeigten ihm die Aufnahmen der Kameras, wobei sie ihn aufforderten, die Wahrheit zu sagen. Dieser beharrte jedoch darauf, dass er sich aufgrund des Alkohols an fast nichts erinnern könne.
Er fügte hinzu, dass er sich nicht einmal daran erinnern könne, wie er die Wohnung verlassen habe und wohin sie gegangen seien. Trotzdem hatten die Ermittler genügend Gründe, um beide Männer zu verhaften und Durchsuchungsbefehle zu erwirken. Als die Freunde ins Gefängnis gebracht wurden, fiel den Beamten auf, dass Alberto mehrere Kratzer an den Händen hatte, die wie Abwehrverletzungen aussahen, als hätte jemand versucht, sich gegen ihn zu wehren. Als er dazu befragt wurde, sagte der Mann, er habe sich auf der Party mit jemandem gestritten, könne sich aber nicht an den Namen dieser Person erinnern. Bald darauf durchsuchten Kriminalbeamte Erics Haus, wo sie mehrere abgewaschene Flecken fanden, die wie Blut aussahen, und schickten diese Proben an ein Labor. Dann fanden die Ermittler Albertos Auto, denselben roten Nissan, auf dessen Heckscheibe die Abkürzung einer Studentenverbindung stand. Es stellte sich heraus, dass Alberto Mitglied dieser Verbindung war, allerdings nicht in Los Angeles, sondern in Fresno. Die Polizisten sprachen mit dem Präsidenten der Verbindung, der ihnen erzählte, dass Alberto wegen ungebührlichen Verhaltens aus der Verbindung ausgeschlossen worden war. Schließlich durchsuchten die Ermittler Albertos Wohnung und fanden dort einen Müllsack, in dem sich die Decke und ein blutverschmiertes Messer befanden. Außerdem lagen in dem Sack seine Kleidung, darunter Unterwäsche, sowie ein paar Damenunterwäsche. All diese Gegenstände wurden zur Analyse ins Labor geschickt, während Albertos Nachbar den Ermittlern interessante Informationen mitteilte. Seinen Angaben zufolge erzählte der Mann, als er aus Los Angeles zurückkam, sofort, dass jemand eine Studentin direkt gegenüber dem Haus, in dem er auf einer Party war, ermordet habe. Dabei schilderte Alberto die Details des Mordes bis ins kleinste Detail, obwohl diese Informationen nicht in den Nachrichten zu finden waren. Nach Angaben des Mannes misshandelte der Täter das Opfer, erstach es und zündete das Haus an, um seine Spuren zu verwischen. Er fügte hinzu, dass die Polizei den Täter höchstwahrscheinlich nie fassen werde, da er alles sehr geschickt gemacht habe. Die Ermittler stimmten dieser Einschätzung jedoch nicht zu und setzten ihre Untersuchung der umfassenden Beweise fort. Als die Kriminaltechniker Albertos Auto untersuchten, fanden sie dort ebenfalls zahlreiche Blutflecken, die sie an das Labor schickten. Wie erwartet ergaben die Ergebnisse, dass das gesamte Blut, einschließlich des Blutes auf Albertos Messer und Kleidung, von Andrea stammte, und beide Männer wurden wegen Mordes angeklagt. Die Ermittler hatten weiterhin Zweifel, dass Eric direkt an diesem Verbrechen beteiligt war, und es war durchaus möglich, dass er nicht einmal wusste, was sein Freund getan hatte. Mit den vorliegenden Beweisen hatten sie jedoch keine andere Wahl, als ihn zusammen mit Alberto anzuklagen. Nachdem beide Männer ins Gefängnis gekommen waren und sich die Nachricht darüber in der Stadt verbreitet hatte, meldete sich ein Zeuge bei der Polizei. Er berichtete, dass er an diesem Morgen gegen 5:30 auf die Straße vor Andreas Haus gegangen war, um Plastikflaschen zu sammeln. Während er dort war, kam ein Mann auf ihn zu und fragte ihn, ob er kämpfen könne. Der Zeuge antwortete, nein. Daraufhin ging dieser Mann zu Andreas Haus. Er bemerkte auch, dass in der Nähe des Hauses ein roter Nissan geparkt war, in dem eine andere Person saß. Der Zeuge wurde zur Polizeistation gebracht und identifizierte den Mann, der auf ihn zugekommen war, als Alberto. Diese Aussage war ein wichtiger Teil des Gesamtbildes, das mehr Aufschluss über die Rolle von Eric gab. Nun wussten die Polizisten, dass der Mann auf dem Beifahrersitz gesessen hatte, sodass seine direkte Beteiligung an dem Verbrechen noch unwahrscheinlicher erschien. Sie neigten zunehmend zu der Version, dass Eric tatsächlich nicht gewusst haben konnte, dass sein Freund so etwas tun würde. Letztendlich wurde die Liste der Anklagepunkte geändert, sodass nur noch Beihilfe zum Mord sowie Diebstahl aus einem anderen Haus übrig blieben. Im Jahr 2017 handelte der Anwalt des Mannes einen Deal für ihn aus, in dem die Staatsanwaltschaft zustimmte, die Prozesse gegen Eric und Alberto getrennt durchzuführen. Eric bekannte sich in allen Anklagepunkten für schuldig und wurde dafür zu 2 Jahren und 8 Monaten Gefängnis verurteilt. Der Prozess gegen Alberto begann 2018 und zu diesem Zeitpunkt wurde ihm zusätzlich Tierquälerei im Zusammenhang mit dem Tod von Andreas Hund zur Last gelegt. Die Anklage legte eine umfassende Liste von Beweisen vor, die den Mann mit diesem Verbrechen in Verbindung brachten. Ihrer Meinung nach war Alberto über den Balkon in das Zimmer des Opfers gelangt. Möglicherweise hatte er nicht vor, jemanden zu töten, sondern wollte nur einige Wertsachen stehlen. Nach Ansicht des Staatsanwalts wachte Andrea jedoch auf, sah ihn und begann zu schreien. Daraufhin zog er ein Messer, misshandelte sie und versetzte ihr zahlreiche Stiche. Anschließend zündete er einen Mülleimer an
und floh mit einer Decke aus dem Haus. Die Verteidigung hingegen hatte kein einziges stichhaltiges Argument für die Unschuld des Mannes vorzubringen, sodass die Geschworenen ihn einstimmig für schuldig befanden. Die Verhandlung, in der das Urteil verkündet werden sollte, wurde für den 21. September angesetzt. Genau 3 Jahre nach dem Mord. Der Richter verurteilte den Mann zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit der vorzeitigen Entlassung. Er hob besonders hervor, dass Alberto während des gesamten Prozesses kein einziges Mal Reue gezeigt und sich nicht zu seiner Tat bekannt hatte. So wurde der des Mordes Schuldige zur Verbüßung seiner Strafe inhaftiert. Allerdings gab es in dieser ganzen Geschichte einen Punkt, der Andreas Eltern weiterhin beunruhigte. Wie wir uns erinnern, hatte die Nachbarin von Andrea noch vor Ausbruch des Feuers die Polizei gerufen, und nach allen vorliegenden Informationen befand sich Alberto noch immer im Zimmer des Opfers, als die Beamten am Tatort eintrafen. Anscheinend hatte er sich versteckt und gewartet, bis sie wieder weg waren. Wir werden wohl nie erfahren, ob Andrea tot war oder ob der Täter sie mit einem Messer bedrohte, um sie zum Schweigen zu bringen. Für ihre Eltern war jedoch eines klar: hätten die Beamten in ihr Zimmer geschaut, hätte Andrea eine Chance gehabt, gerettet zu werden. Sie kritisierten die Polizeibehörde wiederholt dafür, dass ihre Beamten keine gründlichere Untersuchung durchgeführt hatten, aber es wurden keine Maßnahmen gegen diese Beamten ergriffen. Sie begründeten ihr Vorgehen damit, dass bei der Untersuchung des Hauses keine Anzeichen dafür gefunden worden seien, dass jemand in Gefahr sein könnte. Es herrschte Stille. Es gab keine Anzeichen für einen Einbruch oder einen Kampf, sodass die Polizisten einfach keine ausreichenden Gründe für aktivere Maßnahmen fanden. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.